Das ist die GapRC Naked GoPro Hero 8 Kamera mit dem vorne Original LCD-Display. Über das Display werden voreingestellte Videoprofile ausgewählt und so braucht man keine Handy-App, über die man die Kamera steuert. Die Aufnahme erfolgt über einen Knopfdruck. Original GoPro Hero 8 ohne Akku wiegt knapp 90 Gramm, wogegen die GapRC Naked GoPro nur 26 Gramm wiegt. Okay, meine wiegt über 26 Gramm, weil ich noch ein Mikrofon in der GoPro eingebaut habe. So kann meine Naked GoPro auch den Ton aufnehmen, was ich ja super finde. Die Naked GoPro 6 konnte leider keinen Ton aufnehmen. Genauso ist kein Mikrofon bei der fertig zusammengebauten GapRC Naked GoPro Hero 8 Kamera verbaut, was ich eigentlich schade finde. Das Mikrofon ist nur ein kleines Bauteil, welches unter dem Objektiv angeschlossen wird. Die Stromversorgung erfolgt über den Akku von dem Quadcopter mit 2 bis 6S. Über den rechten Schalter wird die GoPro eingeschaltet. Mit dem linken Knopf wird die Videoaufnahme gestartet und dabei blinkt die LED. Über den rechten Knopf kann ich zwischen Video, Foto und Zeitraffer wählen. Aber das Wichtigste ist, dass man auf die Videoprofile zugreifen kann. Und das geht so. Den rechten Knopf gedrückt halten und sofort kurz den linken Knopf drücken. Und schon sieht man die Videoprofile. So kann ich hier zwischen den Profilen wechseln. Mal HD oder 4K Videoprofil wählen. Leider kann ich nicht sagen, welche Videoprofile GapRC auf seiner fertigen Naked GoPro 8 abgelegt hat. Bei mir habe ich mir selber die Profile angelegt, bevor ich die GoPro 8 in das GapRC Gehäuse eingebaut habe. Die Profile kann man nur über das Original-Display der GoPro anlegen. Ich besitze noch das Display, welches über ein USB-C-Kabel mit Strom versorgt werden kann. Hierzu muss ich aber leider dann das GapRC-Gehäuse aufschrauben, die Backplatine entfernen und das Display über 2 Flachbandkabel anschließen. Genauso das Koppeln von der GoPro 8 mit der Quick-App am Handy ist nur mit der Hilfe von dem Display möglich. Dagegen die Naked GoPro 6 Kamera kann man ohne Display über WLAN koppeln. Und bei der GoPro 6 kann sehr einfach ein Display angeschlossen werden, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Jetzt aber zu dem Zusammenbau der GapRC Naked GoPro 8 Kamera. Hier die mitgelieferten Teile von GapRC. Natürlich brauchen wir auch eine GoPro 8 und ich verwende hier ein GoPro 8 Back von Beta FPV, der aber nur bis 4S Akku verkraftet. Der Original GapRC Back kann bis 6S Akku verwendet werden. GapRC hat vor dem Kameraobjektiv einen Schutzklotz in dem Gehäuse eingebaut, was nicht viel wiegt, aber das Objektiv der GoPro 8 schützt. Das ganze Gehäuse mit dem Back und allen Schrauben wiegt ca. 13 Gramm. Hier die bereits zerlegte GoPro 8 Kamera. In meiner Videobeschreibung findet ihr einen Link zu der Anleitung, wie man so eine GoPro 8 zerlegt. Hier hinten auf der GoPro-Platine sieht man das Mikrofonmodul, welches ich nach hinten angeklebt habe, da beim Fliegen von vorne zu viel Windgeräusche aufgenommen wurden. Das ist das LCD-Display, welches nicht zwingend erforderlich ist. Und hier das komplette Display der GoPro 8 mit dem USB-C-Anschluss, über den man das Display und die GoPro-Platine mit Strom versorgen kann, ohne einem Akku. Die GoPro 8 ist leichter als die GoPro 6 und wiegt nur 12,34 Gramm. So ist die gesamte GoPro 8 Elektronik 13,8 Gramm leicht, sogar mit dem eingebauten Mikrofonmodul. Das doppelseitige Klebeband wird für das Ankleben vom LCD-Display benötigt. Hier klebt man rundherum das doppelseitige Klebeband um die LCD-Display-Öffnung. Für die dünnen Seiten habe ich das Klebeband halbiert. Anschließend entfernt man das Papier vom Klebeband und jetzt kann das LCD-Display drauf. Bitte das LCD-Display vom Staub befreien und in das Gehäuse ankleben. Hinten auf das LCD-Display werden 2 Streifen von schwarzem Schaumstoffband aufgeklebt. Jetzt kommt die Platine mit dem Objektiv drauf.
Das Objektiv wird mit der kürzesten Schraube befestigt. Das linke Loch von dem Objektiv bleibt vorerst leer. Noch einmal prüfen, dass kein Dreck auf der Linse sich befindet. Jetzt stecke ich das Beta FPV-Back drauf, welches gleich aufgebaut ist wie das Original GAP-RC. Vorsichtig die 3 Steckleisten festdrücken, bis es leise Klick macht. Ein Stück vom Schaumstoff kommt jetzt neben dem Objektiv auf die Backplatine drauf. Die 2 kürzesten Schrauben werden links unter dem Objektiv angeschraubt, die die GoPro-Platine festhalten. Die 4 mittellangen Schrauben werden aufgeschraubt und halten die Backplatine fest. Jetzt kann der Stecker vom LCD-Display angesteckt werden. Nochmal kurz prüfen, ob das Objektiv der GoPro sauber ist. Und jetzt kann das Gehäuse mit den 6 langen Schrauben zugemacht werden. MicroSD-Karte rein und schon ist die Naked GoPro 8 betriebsbereit. Mal kurzer Test mit einem 3S-Akku. Stecker rein und die LED blinkt einmal kurz auf. Rechten Schalter drücken, die LED blinkt 3-mal auf und die GoPro geht an. Einmal auf dem linken Aufnahmeknopf drücken und die Videoaufnahme startet. Lange auf den Power-Knopf drücken und die GoPro geht aus. Perfekt, nun funktioniert alles und ich kann die GoPro auf meinem Beta 95X oder auch ein GAP-RC Cinelog 25 montieren, da der Anschlussfuß gleich ist wie bei der SMO 4K Kamera. Das war's. Viel Spaß beim Fliegen!